Seit Jahrtausenden ist Brot das fundamentale Rückgrat der menschlichen Zivilisation. Ein scheinbar schlichtes Gemisch aus Mehl, Wasser und Salz, das jedoch eine enorme biochemische Komplexität in sich trägt. Wenn du jeden Tag Brot isst, fütterst du deinen Körper mit einer der effizientesten Energiequellen, die die Natur je hervorgebracht hat: Polysaccharide, die direkt in den Maschinenraum deines Stoffwechsels fließen. Doch Brot ist in der modernen Welt nicht gleich Brot. Während eine industriell gefertigte Weißmehlsemmel wie ein kurzer heftiger Adrenalinstoß für deine Zellen wirkt, entfaltet ein Vollkornbrot die Wirkung eines strategischen Langzeitdepots. Dein Körper reagiert auf dieses tägliche Ritual mit einer fein abgestimmten Kaskade aus hormonellen Antworten, mikrobiellen Verschiebungen und energetischen Anpassungen, die deine tägliche Leistungsfähigkeit maßgeblich definieren. Nummer 1. Die Glucose-Achterbahn und die neuronale Energie. Sobald du den ersten Bissen Brot zu dir nimmst, beginnt die Amylase in deinem Speichel, die Stärkeketten in einfache Zucker zu zerlegen. Wenn du täglich vor allem Weißbrot isst, setzt du dein Gehirn einer ständigen Flut von Glucose aus, die zwar für einen schnellen mentalen Fokus sorgt, aber ebenso schnell wieder abfällt und den gefürchteten Gehirnnebel auslösen kann. Im Gegensatz dazu liefern komplexe Kohlenhydrate aus Vollkornbrot einen stetigen Strom an Energie. Diese stabilisierte Glukosekurve schützt deine Bauchspeicheldrüse vor übermäßigen Insulinausschüttungen und sorgt dafür, dass deine Neuronen über Stunden hinweg optimal befeuert werden. Wer täglich auf die richtige Brotsorte setzt, trainiert sein Gehirn auf eine konstante kognitive Ausdauer, anstatt es in einem Teufelskreis aus Heißhunger und Erschöpfung zu treiben. Nummer 2. Das mikrobielle Festmahl im Darm. Brot ist ein entscheidender Akteur für die Architektur deiner Darmflora. Besonders Vollkorn- und Sauerteigbrote sind reich an Präbiotika wie Inulin und resistenter Stärke, die als exklusives Futter für nützliche Bakterienstämme wie Bifidobakterien dienen. Wenn du jeden Tag ballaststoffreiches Brot isst, produzieren diese Mikroben kurzkettige, die die Darmwand stärken und systemische Entzündungen im gesamten Körper dämpfen. Ein täglicher Konsum von hellem Brot hingegen kann die Diversität deines Mikrobioms einschränken, da die leicht verdaulichen Stärken bereits im Dünndarm resorbiert werden und die guten Bewohner im Dickdarm buchstäblich verhungern lassen. Die tägliche Brotwahl entscheidet also darüber, ob dein Darm ein blühendes Ökosystem oder eine mikrobielle Einöde ist. Nummer 3. Die Architektur des Glutennetzwerks. Gluten, das Klebereiweiß im Getreide, ist ein hochkomplexes Protein, das bei täglichem Verzehr eine interessante Dynamik entwickelt. Für die Mehrheit der Menschen wirkt das Glutennetzwerk im Brot sättigend und trägt zur Textur bei, die das Kauen intensiviert. Ein wichtiger Prozess, um den Gehirn Sättigung zu signalisieren. Bei täglichem Konsum von industriell gefertigtem Brot, das oft mit zusätzlichem Vitalgluten angereichert ist, kann es jedoch zu einer Überlastung der Verdauungskapazitäten kommen, was sich in Blähungen oder Trägheit äußert. Wer hingegen täglich Brot aus traditioneller Sauerteigführung isst, profitiert von der enzymatischen Vorarbeit der Milchsäurebakterien, die das Gluten teilweise aufspalten und für den menschlichen Körper deutlich verträglicher machen, während sie gleichzeitig die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen erhöhen. Und Nummer 4. Mikronährstoffe und die Phytinsäurefalle. Brot ist ein heimlicher Lieferant für essentielle B-Vitamine, Magnesium und Eisen, doch es birgt ein lehrreiches Geheimnis: die Phytinsäure. In unfermentiertem Vollkornbrot bindet Phytinsäure wichtige Mineralstoffe und verhindert deren Aufnahme im Darm. Wenn du jedoch täglich Brot isst, das eine lange Teigführung hinter sich hat, bauen Enzyme die Phytinsäure ab und geben die Mineralstoffe für deinen Körper frei. In diesem Fall wirkt das tägliche Brot wie ein natürliches Multivitaminpräparat, das besonders deine Nervenfunktion und deinen Energiestoffwechsel unterstützt. Wer täglich Brot als Hauptquelle für Kohlenhydrate nutzt, sollte daher die Fermentationszeit als den entscheidenden Faktor für die interne Nährstoffbilanz betrachten, um sicherzustellen, dass die Mineralien auch tatsächlich in den Zellen ankommen. Möchtest du jetzt noch wissen, was passiert, wenn du jeden Tag Fleisch isst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.